So, grüßt euch Freunde, willkommen wieder auf dem Game Trophy Channel, also für die, die sich rein zufällig hierher verirrt haben oder wieder hierher verirrt haben. Ich sitze heute mal nicht in meinem Rennstuhl, einfach aus dem Grund, da heute mal kein Rennen gefahren wird. Oh, schade. Ja, oder ich halt die Karre vor die Wand setze, je nachdem. Sondern es geht einfach nur mal so, es wird einfach mal so ein bisschen Geschnacke. Ich zeige euch mal so ein bisschen was, ne? Ich werde mal hoffentlich dank meiner Hardcore-Editing-Skills irgendwelche coolen Bilder hier so hinzaubern oder irgend sowas. Um euch viele Dinge mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich versuche es auch nicht so ganz in die Länge zu ziehen, weil verbrauchen dann so 4K-Videos wieder übelst viel Speicher. Das muss dann auf den PC übertragen. Das muss geschnitten werden, bla 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 bla. Ja, worum es eigentlich mal gehen soll, ich möchte euch mal so ein bisschen so einen Bezug zu Game Trophy geben und vor allem Bezug auch zu mir, weil ich ja einer der denkenden Köpfe hinter der ganzen Geschichte bin. Ja, also den anderen macht euch gar keine Angst, den werdet ihr auch noch zu sehen bekommen, ist auch ein vorzügliches Stück Fleisch. Yeah, boy. Und bei Game Trophy, so die es schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben, wissen auf jeden Fall, da geht es darum halt, dass du einfach so ein bisschen Geld nebenbei machst. Und das ist einfach ein Thema, was enorm auf Vertrauen auch basiert, so, weil selbst wenn du keinen Einsatz hast, so, du musst ja nichts bezahlen, um das Ganze nutzen zu können. Nicht mal eine müde Mark. Das Einzige, was du dafür zahlen müsstest, ist quasi deine Zeit. Deine Zeit wird einfach ein bisschen in Anspruch genommen. Und die andere Sache ist halt einfach dabei, dass ich persönlich mit meinem kindlichen Gehirn auch einfach gedacht habe, so, boah, ey, das ist ja voll einfach, Alter. Ich zeig mich da einmal im Internet, bringe einen dummen Spruch oder zwei und dann vertrauen mir die Leute. Na, nee. So ist es dann tatsächlich einfach nicht. Schade, ja. Wäre geil gewesen, aber jo. Es ist Sprachenlernen Bubble. Jeder YouTuber oder Influencer, boah, ich will es eigentlich nicht Influencer nennen, ey, boah, das ist so ein Wort, da stellen sich mir immer noch übel die Nackenhaare auf, Alter, das ist unglaublich. Content Creator, wir nehmen einfach Content Creator, das war auch so richtig geschwollen, ey, und so, Neuzeitdeutsch, ne, Neuzeitdeutsch ist ja quasi inzwischen Angelsächsisch, also Englisch, also, aber ja, so lässt sich halt tatsächlich am besten beschreiben. Und diese Vertrauenssache bedarf verdammt viel Arbeit und Geduld. Arbeit, okay, gehe ich auf jeden Fall mit. Geduld war noch nie so meine Stärke. Das weiß auf jeden Fall jeder, der mich kennt. Und jetzt sollten es auch die wissen, die mich nicht kennen. Also ich und Geduld, wir sind nicht so miteinander. Wir sind eher so miteinander. Und es ist auf jeden Fall mieser Sackgang, ne? Gar keine Frage. Aber warum ihr uns einfach euer Vertrauen schenken könnt oder es vor allem auch mal solltet, die meisten da draußen, mich inkludiert, haben es nicht leicht, was das Geld angeht. Ne? Ich sehe jetzt auch nicht übelst reich aus. Hoffe ich zumindest. Ich bin's definitiv nicht. Ne, wenn ich so aussehe, okay, dann kommt wieder mein Lieblingsspruch zu tragen, kein Geld, aber so tun. Dann ist die Wirkung nach außen natürlich perfekt. Boah, geil. Sieht ja aus, als hätte ich Kohle, aber ich hab gar keine mehr. Mein Gott, ich bin Magier. Nee, so ist es nicht. Ich musste mir auch schon ganz oft von Freunden und Familie Geld leihen. Ganz oft gab es auch schon einfach das Problem, dass ich es gar nicht zurückzahlen konnte. Ne, oder nur in ganz kleinen, feinen Tröpfchen, was mir sogar bis heute auch noch übelst leid tut. Und da kommen wir vor allem auch zu dem Punkt, was so für mich diese treibende Kraft hinter dem Ganzen ist. Ne? Ich möchte einfach was Eigenes auf die Beine stellen, wo ich A, nicht jemand anders in die Tasche wirtschafte und B, in einer gewissen Zukunft genügend Geld ran schaffen kann, um mal all das wieder zurückzugeben, was mir jemals gegeben wurde. Und ich weiß auch, dass die Menschen in meinem Umfeld, die mir das alles gegeben haben, gar kein Geld verlangen. Ne? Weder meine Freunde noch meine Familie. Und dafür liebe ich die über alles. Ne? Küsschen an euch. Aber ich möchte halt einfach wieder was zurückgeben, weißt du? Ich möchte nicht mich dorthin stellen und sagen, guck mal, was ich geschafft habe, ich bin so viel krasser als ihr, sondern ich möchte denen einfach gefühlt all die Wünsche erfüllen,
die sie haben und die sich vielleicht mit Geld einfach regeln lassen. Das mag jetzt auch sehr hochgegriffen sein, man denkt sich, ja, der Alte, der spinnt doch so, weil was geht in seiner Birne vor? Ey, glaubt mir, was in meiner Birne vorgeht, das wollt ihr teilweise gar nicht wissen. Ne, weil es auch immer mal wieder hieß, an deinem Kopf würde ich gerne mal einen Tag stecken. Nee. So, und Game Trophy haben wir einfach so aufgebaut, dass es A, sehr klar und sehr einfach zu verstehen ist und B, weil wir einfach übelst Bock drauf hatten, um uns mal auszuprobieren und mal zu gucken, so können wir sowas überhaupt. Sören zum Beispiel ist halt der A, das Ganze vor vielen Jahren schon in seinem Kopf entwickelt hat und so ein bisschen ins Leben gerufen hat und B ist derjenige, der halt das Ganze programmiert. Ne? Also wenn nur ich da alleine wäre, dann hätte ich auch nur so eine KI-Webseite machen können oder irgend sowas oder über irgend so einen beschissenen Internetdienst, der da irgendeinen Mist zusammenwürfelt und letztendlich von allem Geld, was du dort einnimmst oder macht, sich da noch so einen übelsten Happen einfach wegnimmt. Ja, ey, ohne Scheiß, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass Sören das einfach kann. Ne? Ich bin so das Büromäuschen von uns beiden. So, ich bin dafür zuständig, die Videos zu machen oder mal ein paar Grafiken zu erstellen oder mich halt um unsere Nutzer zu kümmern. So, was er natürlich auch macht, aber so hauptsächlich ist das mit meiner Aufgabe, ne, weil ich halt auch gutes Englisch spreche und viele unserer Nutzer halt momentan einfach selber nur Englisch reden. Naja, man muss ja leider davon ausgehen, dass Deutsch nicht jeder spricht. Ist ja wie es ist, ne? Und da sind wir auch schon mit auf die größte Hürde gestoßen, so auf den deutschen Markt zu kommen. Boah, nee, Alter, also es macht wirklich gar keinen Spaß auf dem deutschen Markt, ganz ehrlich. So, weil der Deutsche ist so typisch, was er nicht kennt, das frisst er nicht. So, nee, kenn ich nicht. Und selbst wenn er es kennt, selbst wenn er weiß, worum es sich da dreht, ist es dann einfach nicht so, weil das Internet einfach brechend voll mit Scheiße ist so. Und ich kann euch da auch komplett verstehen, warum da das Vertrauen erstmal so, ich verstecke mich da erstmal hinter einer Palme und beobachte dich so ein bisschen. Aber was ihr euch auch irgendwo mal denken müsst, so, ich würde mich nicht vor die Kamera setzen und mein Gesicht da rein flunschen, wenn ich wüsste, ich ziehe euch über den Tisch. So, weil dann bin ich der erste Drops, der da draußen gelutscht wird, aber so richtig. Ne? Und darauf habe ich keinen Bock. Ne? Ich will einfach, dass die Leute, wenn sie mich sehen, irgendwann mal und mich erkennen sollten und sagen so, ey, dein Humor ist, ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ich finde dich ganz witzig, ich finde das aber auch geil, was ihr da gebaut habt. Ich nutze das voll gerne, ich habe jetzt schon so und so viel Geld damit gemacht und konnte mir das und das meinetwegen davon kaufen. So, und da kommen wir vor allem auch zum nächsten Punkt. So, weder Sören noch ich werden euch jemals versprechen, dass ihr mit Game Trophy oder Infinity Space oder beides zusammen irgendwie Tausende von Euros im Monat macht. Jeder, der euch so eine Scheiße verspricht, es ist einfach Bullshit, verdammte Axt, Mann. Und es macht mich immer wieder übel sauer, wenn ich so einen Müll irgendwo auf diesen anderen Seiten lese, die dasselbe machen wie wir. So, und das Schlimme ist, da müsst ihr euch jetzt auch mal selber an die Nase fassen, dass ihr teilweise auch noch drauf reinfallt. Wie kann man sowas bitte glauben? Ey, es ist kein OnlyFans, wo du Kamera halt, wo du deine Geschlechtsteile in die Kamera hältst und irgendwelche Goons da draußen halt mehrere 100 Euro im Monat dir ins Gesicht schleudern, nur um irgendwie, keine Ahnung, dein Po oder deine Füßchen zu sehen oder irgend sowas. Ne? Ich brauche damit gar nicht anfangen. Wenn du mich ohne Klamotten siehst, dann heißt es im Endeffekt noch, dass ich Geld draufzahlen soll. Na, ich hab keins, das hatten wir doch eben schon. Und es ist teilweise auch irgendwie zu einfach geworden, so diese ganzen Internet-Hypes, so die Leute ziehen sich das rein, denken so, oh ja, genau, jetzt werde ich Influencer und dann werde ich übel reich. Und nee, es ist nicht so, weil du musst dich erstmal in diesem ganzen Strom von Influencern oder Content-Creatern da draußen überhaupt erstmal so durchkämpfen und erstmal irgendwas an dir haben, was die Leute überhaupt bei dir selber hält. Und ich habe ja von mir auch mal gesagt, boah, ich bin so ein witziger Typ, ey. Und wenn ich einmal den Mund aufmache, dann lieben mich die Leute. Naja, nö, so ist es dann auch nicht so.
Klar lerne ich immer mal wieder Leute kennen, die sagen, oh Digga, dich feiere ich. Ne, jetzt nicht von den komischen Videokram hier abgesehen, sondern einfach so im Privaten. Aber ich bin im Privaten genauso wie in meinen Videos. Naja gut, ich bin im Privaten vielleicht noch viel abgedrehter, weil das Ganze halt immer noch so, es ist schon ein bisschen strange, weißt du, wie so vor der Kamera zu sitzen, alleine in seiner Wohnung und da einfach irgendwas reinzuschnacken und da so seine Figurchen zu machen, weil die mache ich ja auch so, aber dann bin ich halt für mich, ich habe einfach sehr ausgeprägtes ADHS und ab und zu springt bei mir einfach mal so ein bisschen die Leitung durch oder so. Naja, was willst du dazu sagen, ne? Kleinen Moment. Hallo? Was geht ab, Digga? Sieh mal zu, dass du langsam Kohle ranbringst, Freundchen. Ha, klar. Ja, ciao. Ja. Das war wohl eine meiner abgespaltenen Persönlichkeiten. Das ist so ein, naja, ist schon ein ganz schöner Freak auf jeden Fall. Weil er trägt eine Sturmmaske. Und bisher lief es eigentlich so, dass der Kunde irgendwann da drüben auf meinem Bürostuhl aufgetaucht ist. Aber ich glaube, dadurch, dass mein Bürostuhl voll mit Klamotten hängt, wird das diesmal hoffentlich nicht. Wie ihr schon gehört habt, bei ihm, es dreht sich alles nur um die Kohle. Vertrauen, Vertrauen. Geld ist wichtig und das verstehe ich und ich hätte auch gern mehr davon auf jeden Fall. Aber was uns auf jeden Fall wichtig ist, wir wollen euch nicht über den Tisch ziehen. Wir wollen auch nicht einfach ohne Ende eure Daten sammeln und die dann irgendwo zu den Zinsen verkaufen, weißt du, um uns dann irgendwie eine fette Yacht zu ziehen oder so. Oder einen schönen Lamborghini. Ich meine, so ein Lambo wäre geil. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber das Ganze sollte halt auch auf einem normalen und fairen Weg gemacht werden, weißt du, sonst könnte ich auch einfach Drogen verkaufen und dann, ja gut, könnte ich mir wahrscheinlich immer noch kein Lambo leisten und wird irgendwie eine ganze Generation mit weiß der Geier was vergiften, also da habe ich dann auch keine Lust drauf. Aber unser Projekt ist vor allem auch einfach so ein langfristiges Ding, ne? Wir wollen uns da so ein bisschen ausprobieren, wir wollen vor allem auch eigene Handyspiele machen, so Infinity Space ist unser eigenes Handyspiel, ne? Da hoffe ich mal, dass ich jetzt hier über meiner Hand genügend Platz habe, um ein kurzes, cooles Gameplay einzublenden. Das macht übel Spaß, so einen Scheiß zu entwickeln. So, was natürlich nicht so Spaß macht, ist, dass du das Ganze jeden Tag mehrere Stunden lang irgendwie testen musst, dann funktioniert ein Haufen Kram nicht, dann fängst du wieder von vorne an, Sören sitzt nächtelang da und tippert und tippert und tippert und macht und tut. Weißt du, und dann ist diese ganzen langwierigen Prozesse so, wäre schon geiler, wenn es nicht so wäre. Und wir wären auch wahrscheinlich schon deutlich weiter, wenn wir einfach ein riesiges Werbebudget hätten, weißt du, wenn du einfach zu Google gehst oder zu irgendwelchen anderen Werbeplattformen sagst du, ja, hier bitte, habt ihr für einen Monat 10.000 Schleifen. So, Vollgas, wir wollen damit übelst Werbung machen und es gibt genügend Mitbewerber da draußen, die können das, die können sich Plakate draußen leisten, die können sich bei irgendwelchen anderen YouTubern einkaufen, um dann hier fett Werbung zu machen, obwohl das genau die sind, genau die, vor denen wir euch warnen wollen. Nicht, weil wir irgendwie neidisch drauf sind, dass die Kohle haben, sondern weil die einfach Scheiße labern, Mann. Was wir da schon für eine saudämliche Werbung gesehen haben. Entweder war es hochgradig arrogant, weil sie sich über alle anderen drüber gestellt haben, wie toll und cool sie nicht sind, obwohl der Name ist schon Scam pur. Das ist wie, als wenn du auf einmal Scheiße an der Hand hättest, so. Und da hatte ich Scheiße an der Hand, Alter. Mein Gott, macht bis zu 1.500 € im Monat. Seid ihr eigentlich völlig bekloppt oder was? Was versucht ihr dann Leuten für einen Mist anzudrehen, Alter, ganz ehrlich? Naja, egal, ich habe jetzt hier erstmal genug geschwallt, so das sollte einfach wirklich erstmal so ein Talk werden, warum wir das Ganze machen, warum ich finde, dass das einfach mal genutzt werden sollte, warum ihr ein bisschen mehr auf euch aufpassen solltet, vor allem was ihr auch im Internet tut, ne? Guckt euch das weiter an, lasst gerne ein Like da, ihr könnt auch gerne mal abonnieren, ne? Kommt auf unseren Discord-Channel. Ich hoffe, ich habe dann inzwischen die ganzen Links
in die Bio eingefügt. Ne? Wir haben auch TikTok und Instagram. Und auf TikTok kommt natürlich das deutlich, weichere Zeug aus meinem Gehirn raus. Ja, zieht euch das gerne alles mal rein. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, postet es mir in die Kommentare. Ich lese mir das auf jeden Fall alles durch und werde euch da auch antworten. Ne? Und ja, wir sehen uns demnächst, wa?